Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind immer noch in Juarez. Und zwar, das liegt hier. Und nachdem wir im letzten Video ja schon uns akklimatisiert haben und unseren ersten Hike gemacht haben, dachten wir, wagen wir uns heute doch gleich an den zweiten, ne? Ja, der liegt jetzt noch mal 100 Meter höher, als wir gestern aufgehört haben. Ne? Bei 3800 startet hier der Hike. Genau, und zwar geht es zur Laguna Churup. Und der Hike ist zwar nur 2 Kilometer lang, aber da sind 700 Höhenmeter Nochmal zu überwinden, 700 ne? Meter, so wie gestern. Ja, von daher, wir werden bestimmt ganz schön wieder aus der Puste kommen. Aber zum Akklimatisieren soll das ganz cool sein. Ja. Und die Aussicht soll auch cool sein. Ja, es soll auf jeden Fall mit einer hier der coolsten Hikes sein. Also da schwärmen die meisten Wanderer von. Und ja, wir freuen uns. Ja, wir sind übrigens auch wieder mit dem Kollektivo hierher gekommen. Das hat ungefähr 40-45 Minuten von Juarez gedauert und hat uns 20 Soles pro Person für die Hin- und Rücktour gekostet. Der See liegt übrigens in einem Nationalpark, für den ihr Eintritt zahlen müsst. Und ja, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück hier gelaufen, bevor hier der Schalter oder das Office kam, wo man denn den Nationalparkpass kaufen muss. Wie weit sind wir jetzt gelaufen? Also Komoot sagt 1,4 Kilometer und wir sind jetzt bei auf 4070 Meter hoch. Also schon ein Stückchen, ne? Habt auf jeden Fall also Bargeld dabei und eure Passnummer müsst ihr auch eintragen. Und das Eintagesticket für den Park kostet 30 Soles und das Dreitagesticket, das haben wir jetzt genommen, das kostet dann 60 Soles pro Person. Ja, hier sieht man ja doch ganz deutlich, dass es gestern mächtig geregnet hat, ne? Oha, ich glaube das letzte Stück sind dann auch noch ein paar Meter hoch. Hier teilt sich jetzt der Weg einmal an die optionale Route und einmal, ich sag mal, an die etwas, also die Route, die ein bisschen einfacher ist, aber die dafür nochmal 100 Höhenmeter mehr umfasst. Und die optionale Route ist wohl ganz cool, wenn man da den Wasserfall so an Seilen sich entlang hangelt, überquert. Aber wir hatten gestern im Hostel mit 2 Mädels gesprochen, die das vorgestern gemacht haben. Und die haben gesagt, es ist halt momentan durch den Regen so übelst glitschig. Also die hatten eigentlich mehr Angst als Freude bei dem Weg. Von daher nehmen wir jetzt nochmal 100 Meter mehr in die Höhe in Kauf und gehen links lang. Fürs Training. Fürs Training. So, wir haben uns umentschieden. Wir hatten doch Bock auf Wasserfall. Aber das sind jetzt so, ich denke mal, 100, 200 Meter, die wir da noch hoch müssen. Könnte interessant werden. Also ein bisschen Respekt haben wir. Auf jeden Fall sehr matschig der Weg. Passt zu erwarten. Und jetzt müssen wir uns da irgendwie zur Kette den Weg bahnen. Muss aber sagen, langsam ist das Schöpfungslevel ganz gut, ne? Also, ich weiß ja nicht, manche empfehlen das ja so für Tag 1 als Akklimatisierungshike. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Leute, es ist so schön hier. Es ist so unfassbar schön. Also es ist der Hammer. Und ja, also bevor wir geklettert sind, war ich so ein bisschen erschöpft. Da war ich ein bisschen groggy, aber das hat so Laune gemacht. Das hat so an Südafrika so erinnert, mit da an den Lions Head erinnert. Das war und doch cool. also wenn ihr es fitnesstechnisch euch zutraut, der macht unbedingt diesen Kletterstieg. Der ist echt witzig. Aber auf jeden Fall ordentliche Schuhe mitnehmen mit richtig Profil, weil das brauchte ich ja. Ja, definitiv. Aber es ist einfach so schön. Hear the songbirds sing, see the sunlight touch your skin, feel the mountains closing in. Over valley and low, over trees covered with snow, fly the raven, rook and crow. And I won't ask much from you. Just try and keep me on your mind, and I won't waste time with endless dreaming. And if it goes too far, I won't forget. So einen Weg geht man hier übrigens zurück dann auch, so wie hoch. Und wenn es dann ein bisschen regnet, dann wird es auch mal ein bisschen glitschiger. Machen bestimmt Strafen oder so. Bei dem Wetter jetzt laufen. Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben es jetzt 2:45 Uhr ungefähr und in 5 Minuten werden wir abgeholt. Weil für uns geht es heute zur Laguna 69. Wir machen da eine bisschen andere Tour als so die normale und freuen uns auf jeden Fall schon mega drauf, auch wenn es echt früh ist noch, ne? Ja, geht. Aber wir sind munter. Genau, die Vorfreude ist da, wir sind munter. Stay tuned. Wir haben sogar Decken bekommen, um jetzt zu schlafen. Das ist ja ganz cool. Klarer Himmel. Und hier werden wir jetzt unser Frühstück genießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schön ist das bitte. Jetzt haben wir bei dieser wunderschönen Aussicht einmal Frühstück. Now all mountains arrive more difficult. Yeah, because for environment and global problems. Yeah, now it's not possible. Sitting on the roof above your head, stimulating lights and what you say. Can't figure out where I go. Stimulated thoughts drown my soul, and it's all a dream. Das ist so schön. Das ist so unglaublich schön. So, wir machen jetzt unseren ersten kleinen Stopp hier auf dem Hike. Das erste Stück war jetzt noch super flach, also super easy. Insgesamt geht der Hike heute ja 14 Kilometer. Und auf der gesamten Strecke werden wir 500 Höhenmeter nach oben gehen und 1100 Höhenmeter nach unten. Also es kommt auf jeden Fall nachher noch ein bisschen Steigung, aber im Moment ist es noch ganz flach, weil wir so auf gleicher Höhe gestartet sind, wie die Laguna 69 nachher auch liegt. Aber es ist einfach unglaublich schön. Der Ausblick. Es ist arschkalt, aber so schön. So kalt finde ich es gar nicht. Stell dir mal vor, mit Wind. Ja, stimmt, dann wäre es schlimmer. Wir haben Sonne und Wind, von daher haben wir Glück. Aber meine Füße sind trotzdem eisklopft. Gotcha.
der Wasserfall hinter uns, der entspringt sogar aus der Laguna 69. Und was halt das total Geniale ist, dass diese Tour, das bietet halt auch nur diese eine Touranbieter an, diesen Panoramic Hike. Das heißt, wir werden jetzt zumindest auf dem ersten Teil des Weges keiner anderen Gruppe begegnen. Und bis jetzt ist es einfach unglaublich genial. Snackpause, Müsli-Riegel und Oreo-Keksen. Und gut versorgt werden wir noch. And it's all a dream. Das war die... Ja, das ist so Hammer. Ja, und hier biegen wir jetzt auf die klassische Route zur Laguna 69 ein. Ab hier müssen wir uns quälen, wie alle anderen auch. Aber war ganz angenehm bis jetzt, ne? War auf jeden Fall nicht so anstrengend, weil es nicht allzu viel hoch und runter ging. Ja, der Hike jetzt hier hoch bis zur Laguna soll aber, so haben sie uns gestern gesagt, technisch nicht ganz so anspruchsvoll sein wie die Laguna Schwurp, weil es jetzt hier mehr so Serpentin-artig hochgeht. Es ist halt nur so ein bisschen die Höhe, die ein bisschen anstrengend ist, aber der Weg ist im Moment noch relativ easy. Sitting on the roof and above your head, stimulating thoughts and what you say. Can't figure out where I go. Stimulating thoughts drown my soul, and it's all a dream. Hier Curry und Keks und Mandarinen und dazu sogar Namenbrot noch. Diese herrlichen Aussichten. Das ist richtig gut, ne? Also Versorgung. Oh mein Gott, und hier kommt die Kuh, ich habe Angst. Oh Scheiße. So, wir sind auf jeden Fall auf dem Sonntag da und haben jetzt festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so voll ist. Jetzt gleich um 12. Und wenn man sich jetzt mal umschaut, so viele Leute sind hier gar nicht. And it's all a dream. And it's all a dream. Ja Leute, was sollen wir sagen? Also einfach atemberaubend schön. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Das ist unfassbar schön, diese Lagune. Und war wahrscheinlich auch die schönste Wanderung, ne? Das ist nicht nur wahrscheinlich, das war unsere schönste Wanderung bis jetzt. Bis jetzt Mag ja vielleicht noch anders kommen, aber unfassbar schön. Also Doch, die ist richtig cool. wir werden jetzt, glaube ich, einfach nur noch genießen. Also die können wir mit vollem Herzen weiterempfehlen. Ja. Verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Genau. Bedenkt aber, es kann auch nicht so ein schönes Wetter sein. Das stimmt. Aber von der Anstrengung war es auch okay, ne? Ja. Also das war eigentlich auch okay. Also fand ich jetzt, wenn man sich gut akklimatisiert hat, ist das auch eigentlich ganz gut machbar. Ja, wir sind jetzt leider schon wieder auf dem Rückweg. War viel zu schnell um die Zeit da oben, ne? Ach, da hätte man ja noch richtig lange aus. Aber ich hätte noch Stunden sitzen können. Das war einfach so wunderschön, schön. so malerisch. Und ja, der Rückweg führt uns jetzt ganz normal über die klassische Route, also die jeder nimmt, der die Laguna 69 besucht, und ist jetzt ungefähr 7 Kilometer bis zum Parkplatz, und da sammelt uns dann wieder der Bus von heute Morgen ein. Genau. Hallo ihr Lieben! Ja, als wir gestern hier angekommen sind, war es tatsächlich schon stockdunkel, und wir müssen auch ehrlich gestehen, wir sind todmüde ins Bett Wir waren gefallen richtig nach platt. dem langen Tag. Aber der Hike, der war definitiv Es ist unbeschreiblich richtig schön. geil, ne?
Also war unser Highlight hier in Huaraz, ne? Also das müsst ihr auf jeden Fall auch machen. Also wenn ihr nach Huaraz kommt, dann auf jeden Fall auch diese Tour buchen. Sonst verpasst ihr was. Also mit dem Panoramablick, das war unglaublich. Das war einmalig, ne? Ja, es war unbeschreiblich schön. Und die Laguna war natürlich auch richtig cool, aber der Blick morgens, das war das absolute Highlight. Also gehört definitiv auf eure Bucketlist, wenn ihr hier in Peru seid. Laguna 69 an sich war trotzdem super, super schön, ne? Also ne, wenn ihr nur die Tour macht, war es auch super. Ja, ja sonst die Laguna Churrup hat uns auch richtig gut gefallen und hat uns auch nochmal richtig gut auf den Hike vorbereitet. Genau, das hatten wir auch nochmal so als Fazit für uns resümiert, ne? Also ihr solltet definitiv ein paar Hikes zur Vorbereitung machen. Und sonst geht's für uns jetzt schon wieder an die Küste. Ja, das war's. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Genau. Gerne mal ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob euch dieser Hike denn auch interessiert und ob ihr den auch machen wollt. Würde uns auf jeden Fall interessieren, ob euch der auch von den Bildern so gut gefallen hat wie uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. I won't ask for much. I know you will always carry me. I won't ask for much. I know your love will carry me.